Willkommen zurück zu meinem neuen Video. Heute schauen wir uns typische Fehler an, die auch erfahrenen Spielern bei der Variantenberechnung passieren können. Gerade in komplexen Stellungen übersieht man schnell wichtige Details und oft sind es die kleinen typischen Fehler, die entscheidend sein können. Aber keine Sorge, ich stelle dir eine Methode vor, mit der du solche Fehler vermeiden kannst. Schach-Schlag-Angriff oder abgekürzt die SSA-Methode. Machen wir zuerst einen Überblick über diese Stellung. Wenn wir materialistisch die Stellung betrachten, wir werden merken, dass beide Spieler die Damen am Brett haben. Weiß hat einen Turm, Schwarz hat auch einen Turm. Weiß hat einen weißfeldrigen Läufer, Schwarz hat auch einen weißfeldrigen Läufer. Und Schwarz hat einen Turm und Weiß hat einen Läufer. Schwarz hat 5 Bauern, Weiß hat 6 Bauern. Wir können sagen, dass Schwarz einen minimalen Vorteil hätte. Oder wir können sagen, Schwarz hat einen Punkt mehr, weil der Turm 5 Punkte wert ist und der Läufer und Bauer insgesamt 4. Aber was auch noch zu berücksichtigen ist, dass der schwarze König viel offener ist als der weiße. Weiße ist viel sicherer. Erstens, was wir überlegen werden, ist, was passiert, wenn wir einfach mit dem Turm die Dame schlagen. Also wenn der Turm die Dame schlägt, werden wir jetzt uns an unsere SSA-Methode erinnern oder Schach-Schlag-Angriff. Das heißt, ich prüfe zuerst die Schachmöglichkeiten. Das heißt, wenn Turm auf F8 kommt, der Läufer deckt diese Diagonale, da kann der König nicht. Das heißt, das einzige Feld, wo er spielen kann, ist hier. König D7. Dann denken wir schon wieder, wo kann mein Gegner Schach setzen? Das nächste Schach wäre hier, Läufer E8. Alle diese 4 Felder sind verboten. Für den schwarzen König schlagen den Läufer kann er nicht wegen dem Turm. Das heißt, er muss zurück. Und nach dem Zug kann man einfach mit dem Läufer irgendwohin auf der Diagonale abziehen. Und dann befindet sich der schwarze König in einem Matt. Man fragt sich, was hat Schwarz falsch gemacht? Also die Denkweise war falsch. Wir haben zuerst in dem Fall gedacht, was passiert, wenn wir die Dame schlagen? Also, bevor wir einen Schlagzug berechnen, sollen wir zuerst die Schachzüge prüfen. Egal, ob dieses Schach mir was bringt oder nicht. Das heißt, in dem Fall haben wir 2 Schachzüge. Erstens Dame G2 und zweitens Dame E3. Nach Dame E3 geht der weiße König auf H1 und Schwarz hat schon wieder das gleiche Problem. Also, wenn Schwarz mit der Dame auf G2 schlägt, dann hat Weiß nur einen Zug, nämlich König schlägt auf G2, dann kommt Turm auf G7 und jetzt diese ganze Variante funktioniert nicht mehr, das heißt nach Turm F8, König D7 kann Weiß nicht mit dem Läufer ziehen, weil der Läufer durch den Turm gefesselt ist. Das heißt, in dem Fall verliert Weiß den Läufer und höchstwahrscheinlich auch die Partie. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. In dem Fall, wie wir sehen, beide Könige sind sehr offen, besonders der schwarze, weil die weißen Figuren ziemlich aktiv stehen. Also wenn wir uns überlegen, jetzt wenn wir zum Beispiel den Springer schlagen, wird Weiß Läufer C6 spielen und Schwarz verliert mindestens die Dame. Also wenn man König F8 zum Beispiel spielt, kommt sofort Matt auf der Grundreihe. Also was sich in dem Fall anbietet, ist der Zug E schlägt D6, aber dann kommt ein Doppelschach, Läufer C6 Schach. Und jetzt egal, wo der schwarze König geht, auf D8 kriegt er Matt oder König F8 ist genauso. Was wir nicht vergessen dürfen, ist SSA-Methode oder Schach-Schlag-Angriff. Das heißt, wir prüfen zuerst Schachmöglichkeiten. Wenn Schachmöglichkeiten nicht gut sind oder Schachzüge nicht gut sind, erst dann betrachten wir Schlagzug. Das heißt, in dem Fall, der einzige Schachzug ist Läufer C3. Und jetzt egal wie der Weiß schlägt mit dem Bauern oder mit dem Springer, dann können wir auf D6 schlagen und die ganze Variante funktioniert nicht mehr nach dem Doppelschach auf C6 bzw. Dame und Läufer geben Doppelschach, geht der König jetzt auf F8 und nach Dame E8
hat der König ein Fluchtfeld. Das heißt, dank dieser Schachschlag-Angriff-Methode hat Schwarz die Partie gewonnen. Hier befindet sich der schwarze König in einem Mattnetz. Das heißt, wenn der Turm die Dame schlägt, wird Weiß einfach auf der Grundreihe matt setzen. Wenn Schwarz die Drohung von Weiß ignoriert, wird einfach die Dame den Turm schlagen, dann ist es schon wieder matt. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen unsere Methode. Schachschlagangriff. Wo gibt es überall Schach? Wir können Turm E1 Schach setzen, Dame C1 oder Dame C4. Prüfen wir jetzt alle diese Züge. Nach Turm E1 kommt König E1. Jetzt, wenn wir irgendwie Schach geben, Dame C1 zum Beispiel, der weiße König geht einfach die Route wieder zurück zu G2, dort hat er sich versteckt. Und dann bleibt das gleiche Problem hier. Also das heißt, Weiß droht schon wieder entweder Dame H8 oder Turm G8. Wenn Schwarz Dame C1 spielt, passiert genau das gleiche. Und jetzt gibt es kein Schach mehr und die Drohung ist immer noch da. Dame H8 oder Turm G8. Schauen wir uns Dame C4 an. Nach Dame C4, also wenn der König auf G2 geht, nehmen wir an, dass er nicht unsere Dame schlägt, können wir mit der Dame den Turm schlagen, dann ist schon wieder ein Schach. Wenn der Turm schlägt, schlagen wir die Dame. Wenn der Bauer schlägt, schlagen wir schon wieder die Dame nach Turm H7. Jetzt haben wir gewonnene Stellung. Okay, man fragt sich natürlich, was passiert, wenn der Turm die Dame schlägt. Nach Turm C4, Turm schlägt H7, Turm schlägt H7 und jetzt haben wir einen sehr schönen Zug König G8 und der arme Turm hat kein Feld mehr. Also das heißt, er kann noch auf H6 gehen und dann kommt König G7 und Schwarz gewinnt. Wie wir gesehen haben, durch diese Schachschlag-Angriff-Methode hat sich Schwarz schon wieder gerettet. Das heißt, nach Dame C4 hat er für sich die Partie entschieden. Jetzt haben wir eine bekannte Partie von Nigel Short und Anthony Miles. Zwei ganz bekannte englische Großmeister. Vor allem Nigel Short war Vize-Weltmeister, hat die Weltmeisterschaft gegen Garry Kasparov gespielt. Und Anthony Miles hat in der Stellung Turm FC8 gespielt. Auf den ersten Blick, der Zug macht keinen Sinn, weil der Springer kommt auf B6 und schnappt einfach den Turm, mindestens den Turm, und Weiß gewinnt Qualität. Ich bitte euch jetzt auf die Pause zu drücken und probieren herauszufinden, ob der Zug Springer B6 funktioniert oder nicht. Es wird aber sehr selten passieren, dass ein Großmeister so einen Einsteller macht. Das heißt, der Schwarze hat eine versteckte Idee, würde ich sagen, gehabt. Nach Springer B6, die Idee von Schwarz war, ein Abzug mit dem Springer, Springer kommt auf E2, um einfach den Turm auf D1 zu schwächen oder die Grundreihe zu schwächen. Das heißt, wenn Weiß jetzt zum Beispiel die Dame schlägt, kommt Turm C1 Schach, nach Turm C1, Turm schlägt C1 und dann ist matt. Wenn Weiß mit dem Läufer den Springer schlägt, kommt Dame D1, Läufer D1 und schon wieder Turm C1. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist schon wieder Schach-Schlag-Angriff. Das heißt, nach dem Zug Springer E2 haben wir jedes Mal gedacht, was passiert, wenn wir eine gegnerische Figur schlagen. Aber wir dürfen immer zuerst an einen Schachzug denken. Ein Schachzug in dem Fall ist Dame F8 und das ist ein sehr brillanter Zug. Nach Dame F8, König schlägt F8, kommt Springer D7
Jetzt, wenn der König zurückgeht, können wir zum Beispiel den Läufer schlagen und nach Schlagen schlägt der Läufer auf E2 und die Grundreihe ist gut gedeckt. Und Weiß gewinnt die Partie, weil der Weiß einen Läufer mehr hat. Oder nach Dame F8, wenn der Turm auf F8 schlägt, dann haben wir den Angreifer abgelenkt von der Grundreihe. Dann können wir schon wieder mit dem Springer auf D7 schlagen. Und jetzt hängen zwei Figuren, nämlich der Turm und der Springer. Und Weiß wird schon wieder die Partie für sich entschieden. In der Stellung hatte Nigel Short den Zug A3 gespielt. Er hat sich einfach gedacht, nach Springer B6 kommt Springer E2 und ich stehe auf Verlust. Er hat vergessen, an Schachschlagangriff zu denken. Er hat den letzten Schachzug nicht geprüft, was in dem Fall Dame F8 ist, was eigentlich ein sehr, sehr schwieriger Zug zu sehen ist. Aber ja, wenn wir immer diese Schachschlagangriff-Methode verfolgen, werden wir kaum grobe taktische Fehler machen. Gib einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Tipps zu verpassen. Viel Erfolg bei deinem nächsten Spiel und bis zum nächsten Mal.